Elisabeth wurde für die Zeit meiner Abwesenheit zu meiner Stellvertreterin gewählt und damit zu Gremiumsvorsitzenden. Irgendwann gehört dir und Kim Königsbrunn und die Firma. Ich habe mit einer anderen Frau geschlafen. Es tut mir leid. Du hast mit meinem Mann geschlafen. Ich bin's, Clarissa. Was hältst du davon, wenn wir heute Abend essen gehen? Vielleicht kannst du Leonie und Timo ja auch noch Bescheid geben. Ich muss zu meinen Kindern. Wo sind sie, meine Kinder? Wo? Arno, Frühstück! Hallo? Können Sie mich hören? Aufwachen, Polizei. Wo bin ich? Wie bin ich? Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis. Hauptsache, du lässt dich nicht nervös machen. Oh, so schnell werde ich nicht nervös. Schließlich habe ich schon mal meine eigene Firma geleitet. Ich weiß, aber beim Lahnstein-Gremium hast du es nicht mit einer, sondern mit 6 Firmen zu tun. Somit auch mit 6 Geschäftsführern. Und die werden alle versuchen, dich auf ihre Seite zu ziehen. Ich habe nicht vor, mich auf eine Seite ziehen zu lassen. Die Idee des Gremiums besteht doch gerade darin, dass die Familie als Ganzes an einem Strang zieht. Du weißt doch, dass das normalerweise schon nicht besonders gut funktioniert. Erst recht nicht, wenn es ums Geld geht. Immerhin steht doch heute die Entscheidung darüber an, welche Investitionen in den kommenden Monaten getätigt werden. Ja, aber das entscheidet das Gremium, nicht ich. Richtig, aber du entscheidest, welche Projekte überhaupt erst zur Abstimmung gebracht werden. Ja. Elisabeth, du schaffst das schon. Wenn Ludwig davon nicht überzeugt wäre, dann hätte er dich doch gar nicht erst als Stellvertreterin vorgeschlagen. Danke. Lisbeth, neues Kleid. Steht Ihnen ganz hervorragend. Hab ich's nicht gesagt? Was denn? Nichts. Haben Sie mal eine Minute? Ja? Ich wollte nur ganz kurz die Fronten klären. Ich bin die Bank und damit die mächtigste aller Sparten in der Firma. Es liegt auch auf der Hand, dass es für alle Beteiligten vorteilhaft ist, wenn wir zusammenarbeiten statt gegeneinander. Es tut mir leid, dass ich Sie korrigieren muss. Aber Sie sind doch nicht die Bank. Sie sind Ihr Geschäftsführer. Sie verwalten unser gesamtes Vermögen. Und Sie müssen die Beschlüsse des Gremiums ausführen. Damit haben Sie nicht mehr Macht als alle anderen auch. Fronten geklärt? Entschuldigen Sie mich bitte. Papa? Papa? Hey! Na, mein Kleiner? Gehen wir jetzt reiten? Oh, das tut mir leid. Ich habe gleich eine Gremiumssitzung, die kann ich leider nicht absagen. Aber heute ist doch mein letzter Tag. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Komm. Sobald diese doofe Sitzung vorbei ist, bin ich nur noch für dich da, versprochen. Großes Grafenehrenwort. Kannst du nicht dieses blöde Gremium abschaffen? Das würde ich nur zu gern, ich weiß nur leider nicht wie. Und wozu ist es überhaupt gut? Gut? Es ist gar nicht gut, also zumindest nicht für dich und mich, weil es uns nämlich daran hindert, unser rechtmäßiges Erbe in Besitz zu nehmen. Und wie macht es das? Das erkläre ich dir mal. Schau mal. Es war einmal ein wunderschönes Schloss. Und das wurde bewacht von einem ekligen Drachen. Ja, der eklige Drache hatte mindestens 6 Köpfe. Ein Drache. Papa. Ich bin wirklich kein Baby mehr. Das ist egal. Für Märchen ist man nie zu alt. Und speziell nicht, wenn mir diese Märchen beim Nachdenken helfen. Was denkst du denn?
Ich denke drüber nach, wie ich diesen Drachen aus dem Schloss vertreiben kann. Du musst den Kopf abhauen. Das ist eine ziemlich schlaue Idee. Nur weißt du, dafür müsste man erst mal ziemlich nah an den ekligen Drachen rankommen. Im Grunde genommen müsste einem dieser fiese Drachen aus der Hand fressen. Du willst, dass dir Tante Elisabeth aus der Hand frisst. So würde ich das natürlich nie ausdrücken. Und du, wenn du mal irgendwann das Schloss erben willst, wirst von diesem Märchen niemandem erzählen. Okay, aber nur wenn wir gleich reiten gehen. Ich denke, das lässt sich einrichten. Morgen, Andi, komm rein. Hi, Charlie. Ist Arno da? Nein, er schläft noch. Willst du einen Kaffee? Nee, danke. Ich will auch gar nicht so lange bleiben. Naja, ein bisschen solltest du dir schon Zeit nehmen, wenn du Arno beibringen willst, dass du seine Firma nicht übernimmst. Wieso? Da gibt's nicht viel zu reden. Ich kann das halt nicht. Was? Dich mit seiner Krankheit auseinandersetzen? Ach, so ein Quatsch. Die Firma übernehmen. Und außerdem ist es nicht so mein Ding, Chef zu spielen. Andi, wie lange willst du dir noch was vormachen? Du weißt ganz genau, dass es darum nicht geht, ob du ein guter Chef wärst oder nicht. Arno hat sich immer gewünscht, dass du sein Nachfolger wirst. Ihr habt doch einige Male in den letzten Jahren drüber gesprochen. Eigentlich wart ihr euch auch schon einig. Bis zu seinem Aussetzer. Aber er hat mich Jan genannt. Das ist Teil seiner Krankheit. Ja, aber dass das so schnell geht? Ja, das haben wir doch alle nicht gewusst. Auf jeden Fall will er seine Angelegenheiten klären, solange er dazu noch in der Lage ist. Na, und das ist doch der Arno, den du kennst. Ihr müsst unbedingt dieses Gespräch führen, Andi. Aber wenn er noch schläft, kann ich ja morgen doch. Nein, 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 Andi, komm, bleib hier. Er hat lang genug geschlafen, ich guck nach ihm, ja? Arno, Andi ist da. Er ist weg. Und er hat auch nicht in seinem Bett geschlafen. Nein, nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin nicht geistig verwirrt. Wir bringen Sie in ein Krankenhaus. Nein, ich habe Alzheimer. Ich habe wohl einen Aussetzer gehabt, aber ich bin völlig klar jetzt. Mein Name ist Arno Brandner. Hier ist mein Ausweis. Hier die Adresse da. Herr Brandner, wir müssen Sie in ein Krankenhaus bringen. Nein, das müssen Sie nicht. Ich bin bei Sinnen, ich habe mich ausgewiesen und nur weil ich auf einer Parkbank geschlafen habe, verliere ich nicht meine Freiheitsrechte. Oh, dieses Pferd ist der Wahnsinn. Amaryllis. Er ist so laufgewaltig, ist echt irre. Zu schade, dass der Besitzer ihn so schnell wieder zurück nach Kentucky holt. Meinetwegen hätte echt noch mehr Rennen in Deutschland laufen können. Er soll verkauft werden. Pff, unbezahlbar. Kein Wunder, solche Rennpferde sind echt selten. Galoppierendes Gold. Ist da jemand verliebt? Okay, ich geb's zu. Mich hat's voll erwischt. Dann habt ihr euch wieder versöhnt, Hagen und du? Nein, ich habe vom Pferd gesprochen. Ach so. Schon okay. Hallo. Ich habe dich auf Amaryllis gesehen. Du sahst toll aus. So glücklich. Muss daran gelegen haben, dass ich dich nicht gesehen habe. Oh, ich muss weg. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Dana, warte mal. Da will wohl jemand nicht mit dir reden. Was sollte sie dir auch sagen? Dass du nach eurem nächsten Streit nicht gleich mit ihrer besten Freundin ins Bett gehst? Thomas, ich habe deine Meinung dazu schon verstanden. Weitere Ausführungen kannst du dir sparen. Aber wenn es gar nicht mehr Zuschauer gab, woher kommt denn diese Umsatzsteigerung? Hast du die Eintrittspreise erhöht?
Ich habe einen ziemlich guten Deal mit einer stadtbekannten Szene-Location gemacht. Die verkaufen uns die Getränke billiger. Du sprichst nicht zufällig vom Besitzer des No Limits. Doch, genau. Ziemlich guter Typ übrigens. Du machst Geschäfte mit dir selbst. Also ich weiß nicht, ob ich das als Umsatzsteigerung durchgehen lassen kann. Wie würdest du sie nennen? Geschönte Bilanzen. Ich hoffe, ihr wollt gleich keine Unsummen beantragen. Ich bräuchte nämlich diesmal einen etwas größeren Betrag. Ach so, also wenn es so ist, dann halten wir uns natürlich zurück. Wir stellen unsere Anträge ja auch nur aus Langeweile. Im Immobiliengeschäft, da läuft nun mal nichts ohne Investitionen. Ist das irgendwo anders so? Ja, also bei mir nicht. Außer ich mal die Bilder selbst und dann versteigern wir sie im Auktionshaus. Das finde ich jetzt mal eine ganz gute Idee. Du hast doch immer so hübsch gemalt, Helena. Ja. Ich finde, ihr solltet euch alle mal ein bisschen zurückhalten. Ich hab's nämlich satt, euch immer die Taschen voll zu machen. Ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Ach, Ansgar, tu bitte nicht so, als würdest du uns mit deinem mühsam Ersparten unterstützen. Du verwaltest unser Geld. Ja, und solange du keine relevante Mehrheit bei der Abstimmung bekommst, wird sich daran auch wenig ändern. Oh, nein. Ich habe mir nicht angehört, was Ansgar mir vorschlagen will. Ich kann seine Spielchen im Moment gar nicht gebrauchen. Lass ihn das nächste Mal ruhig reden, dann weißt du wenigstens, was er vorhat. Ja, das stimmt auch wieder. Also vorausgesetzt, er sagt die Wahrheit. Es ist normal, dass man sich Ansgar immer erst einmal vom Leib halten will. Aber glaub mir, in den paar Tagen ist mir schon klar geworden, dass ich auf Dauer nur sehr ungern mit dir tauschen möchte. Weißt du denn schon, wann du zurückkommst? Ja, das verzögert sich noch eine Weile. Wieso, gibt es Probleme mit den Chinesen? Da reden wir besser ein andermal drüber. Ich muss gleich los. Ja, ich auch. Kuss. Elisabeth, können wir anfangen? Ja. Schöne Kette. Das ist Jade, oder? Oh, das ist ein Geschenk von deinem Vater. Er meint, der Stein würde mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Clarissa hat ihn zu einem Essen mit seinen Enkeln eingeladen. Über die Einladung hat er sich bestimmt gefreut. Was, wenn er auf dem Weg zu Clarissa war und plötzlich nicht mehr wusste, wo er ist? Ja, aber wenn er sich verlaufen hat, kann er doch einfach ein Taxi nehmen. Ja, was, wenn er nicht wusste, was er dem Taxifahrer sagen soll? Wenn er seine eigene Adresse vergessen hat? Vielleicht hat er die ganze Nacht da draußen verbracht. Okay, lass uns die Polizei anrufen. Die finden ihn bestimmt. Nein, das können wir ihm nicht antun. Ich muss mir erst sicher sein, dass er sich wirklich verlaufen hat. Was, wenn es eine harmlose Erklärung gibt? Ich will nicht, dass er auf offener Straße von einem Polizisten eingefangen wird wie ein Geisteskranker. Und was ist, wenn du deinen Kommissarfreund anrufst? So halboffiziell? Ja. Arno! Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Was glaubt ihr, wie froh ich es bin? Ja. Ich würde gerne einen Strauß Pfingstrosen bei Ihnen bestellen. Weiße Pfingstrosen. 50 Stück mindestens. Es ist mir egal, wo Sie die um diese Jahreszeit herbekommen. Der Preis spielt keine Rolle. Ja, natürlich mit Karte. Schreiben Sie, liebe Dana, was mache ich eigentlich? Hören Sie, vergessen Sie das einfach, Entschuldigung. Wie erbärmlich ist das denn? Ich kann ja doch nicht mit Blumen kommen, nachdem ich Sie betrogen habe. Naja, als ich Olli betrogen habe, habe ich es auch erst mit dem Strauß Rosen probiert. Hat nicht geholfen, nehme ich an. Nein. Aber bei uns war das auch noch was anderes. Ich meine, ich habe ihn nicht mit irgendjemandem betrogen, sondern mit Jessica. Scheiße. Ausgerechnet mit Jessica. Stimmt, er hatte schon mal mehr Stil. Sorry. Jetzt weiß ich, wie du dich damals gefühlt hast. Naja, so ganz vergleichen kann man es ja nicht. Hagen war endlich verliebt. Ist er immer noch. Ja, so verliebt, dass er gleich mit meiner besten Freundin ins Bett hüpft. Immerhin hat das dir sofort gestanden. Ja,
dass er mit irgendeiner Tresenbekanntschaft abgestürzt ist. Aber dass es Jessica war, hat er mich schön verschwiegen. Weil er dich nicht zusätzlich verletzen wollte. Hagen liebt dich. Wie kommt er dann auf die Idee, mit irgendeiner Frau zu schlafen? Idee ist doch schon viel zu viel gesagt. Das war einfach nur Blödheit. Es gibt fertige Entschuldigungsgeschenkkörbe zum Bestellen. Hier, sogar ein Hotelangebot für einen Entschuldigungsurlaub. Hagen, mit so einem Geschenk macht man manchmal alles noch schlimmer. Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Hat bei Olli und dir ja super geklappt. Wie habt ihr es dann eigentlich wieder hingekriegt? Eigentlich musste ich nur einen Herzinfarkt bekommen. Das bin ich übel, aber es ist mir ein bisschen zu dramatisch. Mann, ich will dir doch nur zeigen, dass ich alles tun würde, um sie wieder glücklich zu machen. Amaryllis. Mhm. 250.000. Hagen ist ein Holzkopf. Aber das ändert nichts daran, dass ihr beide zusammengehört. Ich wünschte auch, dass ich ihm verzeihen könnte, aber das kann ich nicht. Es ist einfach noch zu frisch. Aber mit der Zeit kommst du drüber weg. Ganz bestimmt. Also du warst auf dem Weg zu Clarissa? Nein, nein, nein. Ich wollte nicht zu Clarissa. Ganz bestimmt. Sie hat ja eine Einladung auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Nein, ich habe an meine Familie gedacht. Das weiß ich. Jan, Julia, Susanne. Ach, Arno. Gott, ich weiß es eben doch nicht. Ja, ich habe mir ja auch nur solche Sorgen um dich gemacht. Ich muss dann mal wieder. Ja, ist gut, Anni. Aber meld dich, ja? Gute Besserung. Danke, Andi. Jetzt habe ich ihn schon wieder verschreckt. Naja, das ist das geringste Problem im Moment. Hauptsache, du wirst uns nicht krank. Oh, es geht mir schon wieder viel. Das hört sich aber nicht so an. Sag mal, du hast ja Fieber. Tja, außer Hagen sind alle anwesend. Ich schlage aber vor, dass wir trotzdem noch ein paar Minuten warten. Weißt du denn, ob er überhaupt noch kommt? Beim letzten Mal ist er auch einfach nicht aufgetaucht. Ich konnte ihm leider nur auf die Mailbox sprechen. Ja, toll, jetzt sind wir alle hier und müssen auf ihn warten, oder was? Ach Leute, ich habe wirklich Besseres zu tun. Hat ihn denn heute schon jemand gesehen? Auf jeden Fall habe ich heute Morgen in der Halle schon einen leichten Stallgeruch vernommen. Kann denn vielleicht noch mal jemand anrufen? Der kommt schon. Wir haben mal 15 Jahre auf ihn gewartet. Also, ich vergeude hier meine Zeit. Elisabeth, tu wenigstens so, als wüsstest du, was du tust. Tanja, selbst du wirst 5 Minuten erübrigen können. Ruhe, verdammt nochmal. Die einzige Person hier am Tisch, die bestimmt, wann es losgeht, ist unsere Interimsgremiumsvorsitzende. Danke für den Hinweis, aber ich brauche Ihre freundliche Unterstützung nicht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Entschuldigung. Das nächste Mal bitte ich um Pünktlichkeit. Also, hiermit erkläre ich die Gremiumssitzung für eröffnet. Daniel ist leider schon im Krankenhaus. Ich brauche keinen Arzt. Ich brauche eine heiße Zitrone und viel Schlaf. Arno, du hast 40 Grad Fieber. Da reicht doch keine heiße Zitrone. Du musst ins Krankenhaus. Nein, nein, kein Krankenhaus. Was soll ich da? Arno, du hast vielleicht eine Lungenentzündung. Na bitte, du kennst dich doch bestens aus. Also, wozu brauche ich einen Arzt? Arno, du musst geröntgt werden. Du brauchst Medikamente, auch gegen das Fieber. Sei doch nicht so unvernünftig. Ich will da nicht hin. Was hast du denn auf einmal für ein Problem mit Krankenhäusern? Ich kenne da keinen einzigen Menschen. Das sind fremde Leute. Ja, ich bin noch dabei. Ich halte dir sogar die Hand. Ich bin kein kleines Kind mehr, Charlie. Ja, dann verhalte dich auch nicht so. Keiner von uns geht gerne ins Krankenhaus. Die behalten mich doch da.
Alzheimer. Lass mich nicht wieder raus. Unsinn. Das wird nicht passieren. Was macht dich da so sicher? Weil man wegen Alzheimer nicht ins Krankenhaus kommt. Außerdem würde ich das verhindern. Ach, glaub dir nicht, Charlie. Arno, ich verspreche dir hoch und heilig, dass wir nach der Untersuchung wieder nach Hause fahren. Hm? Ja, gut. Ich muss sowieso noch einige Dinge auf meiner Liste abarbeiten. Kann ich mir nicht leisten, meine Zeit im Bett zu vergeuden. Ja, ich weiß. Die Zuschauerzahlen sind zwar immer noch stabil, aber langfristig werden wir das nicht halten können. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um eine neue Show auf den Weg zu bringen. Ich beantrage daher Gelder, um neue Rechte für ein Musical zu erwerben und die Produktion zu finanzieren. Hagen? Bei uns geht es in gewisser Weise auch um ein Nachfolgeprojekt. Und zwar habe ich einen Nachfolger für Dionysos gefunden. Halleluja. Der Hengst heißt Amaryllis. Der Preis liegt zwar momentan über Durchschnitt, aber er hat eine hohe Erfolgsquote. Im letzten Jahr hat er in 3 von 5 Rennen gesiegt. Apropos Sieg. Das Auktionshaus hat die Möglichkeit, einen Van Gogh zu erwerben. Die Erben wollen einen Teil ihrer Sammlung verkaufen und bieten das nur ausgesuchten Häusern an. Außerdem haben wir die Option, weitere Exponate zu erwerben. Wenn wir da zuschlagen, spielen wir in einer ganz anderen Liga. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch keine Ahnung. Und mal davon abgesehen, was das für Auswirkungen auf unsere Reputation haben würde. Und auf unsere Bilanzen. Für ein paar Millionchen wird es uns ja schon kosten. Ansgar, bitte. Jeder soll hier die Möglichkeit haben, sein Projekt vorzustellen. Schön. Dann beantrage ich bei dieser Gelegenheit einmalig den Betrag von 10 Millionen Euro, um meiner Tochter Kim eine eigene Modelinie zu kaufen. Was, echt? Nö. Ja, aber das wäre die Lösung. Was ist hier eigentlich los? Das ist doch kein Ponyhof hier. Bis jetzt lautete jeder Antrag kurz zusammengefasst, ich hätte gern Geld von der Bank. Ja, worauf wollen Sie hinaus? Das Vermögen der Landschirmbank ist kein Spielgeld, was diese Dilettanten irgendwo verschleudern können. Angesichts der hier offensichtlich weit verbreiteten Selbstbedienungsmentalität sehe ich mich leider gezwungen, die Kasse kurzfristig zu schließen. Ab jetzt gibt's keinen Cent mehr, bis nicht alle Sparten schwarze Zahlen schreiben. Das kannst du nicht machen. Also, tut mir leid, ich habe keine Zeit für diesen Showkampf. Ich unterbreche die Sitzung. Ansgar, ich möchte Sie sprechen. Nur zu gern. Das ist schon verrückt, dass ausgerechnet wir beide darüber reden, dass Hagen mich betrogen hat. Ja. Als Hagen mich damals mit dir betrogen hat, ich wusste einfach, dass er dich mehr liebt als mich. Die Angst musst du bei Jessica nicht haben. Ruf mich an, wenn was ist, ja? Tschüss. Ciao. Warte mal. Das mit der Modefirma, das war gar keine schlechte Idee. Vergiss es. Warum soll ich dir eine Firma kaufen? Mach erst mal Abi. Wozu brauche ich mein Abi, wenn mein Vater mir eine eigene Firma kaufen kann? Das soll hoffentlich ein Witz sein, oder? Ich reiß mir hier gerade den Hintern auf, um unseren Familienbesitz zu retten, damit du und Hannes ihn mal erben könnt. Ja, ist ja okay. War ja nur so eine Idee. Eine schlechte Idee. Ich muss Sie bitten, die Gremiumssitzung nicht mit haltlosen Provokationen zu stören. Oh, es tut mir leid, wenn ich den Eindruck eines Spielverderbers vermittelt haben sollte. Ich wollte nur verhindern, dass unser Geld verschleudert wird. Niemand will hier irgendetwas verschleudern. Es geht um Investitionen. Mein Gott, Sie sind Banker, Sie wissen, dass Geld arbeiten muss. Wir müssen investieren, wenn wir weiter wachsen wollen. Die Frage ist doch, in was man investiert, nicht wahr? Ich glaube kaum, dass Sie als diejenige dastehen wollen, die unser Geld für
seichte Unterhaltung, überteuerte Kunst und einen nutzlosen Deckhengst ausgegeben hat. Natürlich werde ich jeden Antrag im Einzelnen prüfen. Schön, tun Sie das. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf... Brauchen Sie nicht, danke. Haben Sie keine Angst, sich unbeliebt zu machen. Habe ich nicht, danke. Schön. Dann kann sie der Rasselbande da drin ja klar machen, dass das Gremium nicht funktioniert, wenn jeder nur an sich denkt. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass Sie da keine Ausnahme sind. Ihnen geht es doch auch nur um die Bank, dass die gut dasteht, oder? Wissen Sie, die Bank ist so etwas wie das Herz des Unternehmens. Wenn es dem schlecht geht, geht es dem ganzen Körper schlecht. Das wäre ja wohl kaum im Sinne von Ludwig, oder? Ich habe schon zu Charlie gesagt, das Einzige, was ich brauche, ist eine heiße Zitrone und ein bisschen Schlaf. Dann glaube an die Kraft der Zitrone in allen Ehren, aber da muss schon mehr her. Ach, das bisschen Husten. Ja, der Husten allein ist nicht das Problem, sondern die Kombination von 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und Herzrasen. Dann gib mir eine Spritze. Und ich gehe heim und leg mich ins Bett. Ja, jetzt mal ganz langsam. Ja? Erst machen wir ein Röntgenbild von deiner Lunge und dann noch ein Blutbild. Ach, dann beeil dich bitte. Ich habe mich noch um so vieles zu kümmern, bevor ich es vergesse. Deinem Bruder zum Beispiel. Ja, wegen Brandnerbau. Habt ihr miteinander geredet? Was hat Ande gesagt? Mach das. Ich mische mich da nicht ein. Das müsst ihr unter euch klären. Nichts lieber als das. Wir müssen aber die Röntgenbilder abwarten. Nein. Du wartest die Röntgenbilder ab und ich vergeude hier nicht meine Zeit. Arno, ich will dir bloß helfen. Nur weil ich zufälliger weiß, wie ich gerade heiße. Bevor ich es vergesse. Aber wie sieht deine Hilfe aus, wenn ich einen Aussetzer habe? Wieso? Na, dann behaltet ihr mich hier, sperrt mich ein und lasst mich nie wieder raus. Niemand will dich einsperren. Aber du hast hohes Fieber und wir brauchen ein Röntgenbild von deiner Lunge. Die Schwester kommt gleich. Ein großes Blutbild in Zimmer 2, bitte, ja? Ja, gut. Hallo, Daniel. Wie geht's ihm? Ich kann noch nichts Endgültiges sagen. Erst brauchen wir die Laborwerte und die Röntgenbilder. Aha, aber er kann bald wieder nach Hause, oder? Das kann ich nicht versprechen. Der Husten klingt nicht gut. Eine Lungenentzündung? Oder schwere Bronchitis. Auf jeden Fall was wir zu Hause kurieren können. Hab's ihm nämlich versprochen. Was ist nun mit den Geldern? Macht es überhaupt Sinn, dass wir hier weiter diskutieren? Meine Meinung hat sich nicht geändert. Schluss mit der Selbstbedienungsmentalität. Ja, nur dass es nicht deine Entscheidung ist, sondern die des gesamten Gremiums. Aber in meiner Verantwortung liegt es, zu verhindern, dass die Lahnsteinbank durch eure dubiosen Sonderwünsche pleite geht. Falsch. Die Verantwortung liegt ebenfalls bei uns allen. Nur theoretisch. Praktisch seid ihr damit doch völlig überfordert. So kommen wir nicht weiter. Sie hat völlig recht. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Stimmen wir jetzt über die Verteilung der Gelder ab oder gucken wir hier weiter zu, wie Ansgar seine Show abzieht? Also, mir wäre es lieb, wenn wir mit der Entscheidung warten, bis Ludwig zurück ist. Bitte? Ich muss den Erben bis Ende der Woche Bescheid geben, sonst machen die das Angebot einem anderen Haus. Und ich muss die neue Show jetzt auf die Beine stellen. Ja, ich sehe, dass ihr gute Arbeit leistet. Eure Geschäftsberichte sind solide. Ich sehe auch, dass ihr bereit seid, ein hohes Risiko einzugehen. Aber in der momentanen aktuellen wirtschaftlichen Situation, da müssen wir auch vorsichtig sein. Ich muss Ansgar recht geben. Wir können unsere Gelder nicht leichtfertig ausgeben. Du wirst jetzt nicht mitgehen. Leichtfertig? Bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe, werde ich mir ein genaues Bild der einzelnen Anträge machen. Und ich würde euch bitten, das Gleiche zu tun und den Fokus dabei nicht nur auf das eigene Projekt zu legen. Deshalb erkläre ich die Abstimmung über neue Gelder für vertagt. Ich bitte Sie lediglich um ein Vorkaufsrecht für Amaryllis. Wir würden den Hengst wirklich sehr gerne kaufen. Ja. Okay, ich verstehe, danke. Du bist gekommen. Ja, und ich glaube, das war ein Fehler. Nein, warte. Ich wollte nicht, dass du das Telefonat hörst. Warum denn? Damit du noch mehr Geheimnisse von mir haben kannst? Weil ich dich überraschen wollte.
Aber mit den Geldern im Gremium gibt's Das Probleme. Gremium interessiert mich nicht. Warum willst du diesen Hengst kaufen? Als ich dich heute Morgen auf ihm gesehen habe, du sahst glücklich aus. Willst du mich bestechen? Ich dachte, du würdest mich wenigstens ein bisschen kennen. Glaubst du ernsthaft, ich bin eine von diesen Frauen, denen man einfach ein teures Geschenk machen kann und dann ist alles wieder gut? Ich will dich nicht bestechen, ich will dir nur eine Freude machen. Hör mir bitte zu. Sie wollten mich sprechen? Ja, kommen Sie rein und schließen Sie bitte die Tür. Ich weiß natürlich, dass Sie keinen gesteigerten Wert auf meine Komplimente legen, aber ich sage es trotzdem. Ich finde, Sie haben Ihre erste Gremiumssitzung ganz großartig geleitet. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Nullrunde natürlich für alle Beteiligten das Beste ist, hat mich insbesondere Ihr Mut beeindruckt. Nicht jeder hätte die Größe gehabt, sich vor versammelter Mannschaft auf meine Seite zu stellen. Sie glauben, es reicht mir zu schmeicheln und schon haben Sie mich auf Ihre Seite gezogen. Sie müssen mich für sehr einfach gestrickt halten. Ich habe natürlich nichts dergleichen gedacht. Nein, bei der Verschiebung der Abstimmung ging es mir nicht darum, das Gestüt oder LCL besser kennenzulernen. Nein, was das angeht, habe ich mich schon sehr gut eingearbeitet. Mir ging es um die Bank. Ihre Metapher vom Herz der Enterprises, das hat mich doch sehr überzeugt. So dass ich auch sicherstellen will, dass da alles in Ordnung ist. Ja, bitte, kommen Sie rein. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Jochen Schmidt. Er ist Wirtschaftsprüfer. Es hat mich stutzig gemacht, dass Sie sich so geweigert haben, die Gelder auszuzahlen. Da habe ich den netten Herrn Schmidt gebeten, die Finanzen der Bank zu überprüfen. Komplett. Hm? Sie wollen doch nicht plötzlich von einem Herzinfarkt überrascht werden, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich so dumm sein konnte, dich zu betrügen. Es war ein Fehler. Ich würde ihn so gerne rückgängig machen, aber ich kann es leider nicht. Ich kann dich nur bitten, mir zu verzeihen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich schwöre dir, ich werde es nie wieder so weit kommen lassen. Ich würde dich so gerne einfach in den Arm nehmen. Wir wollten eine Familie gründen. Ich dachte, wir zwei, das für immer. Das war wohl ein Irrtum. Nein, war es nicht. Nicht nur, dass du nicht ehrlich zu mir warst, als ich die Idee mit der Leihmutter hatte. Du wolltest es so sehr. Das ist kein Grund, mich anzulügen. Dann betrügst du mich auch noch. Und nicht mit irgendwem, du betrügst mich mit meiner Freundin. Ich kann dich nicht umarmen. Und ich kann auch kein Pferd von dir annehmen. Und ich kann dir nicht verzeihen. Ich will Abstand. Lass mich nicht so stehen, bitte. Ich nehme mir mal einen Resturlaub. So. Wir haben zum Glück keine erhöhten CRP-Werte bei ihm gefunden. Er hat also keine Lungenentzündung. Ach, er gut. hat eine schwere Bronchitis. Ich würde ihn gerne in der Nacht hier behalten, um Sekundärinfektionen auszuschließen. Muss das sein? Sein Immunsystem ist sehr geschwächt. Wenn er nicht aufpasst, kann es zu einer Lungenentzündung führen. Und die wiederum kann lebensgefährlich sein. Trotzdem, ich kann Arno nicht gegen seinen Willen hier zurücklassen. Ja, man kann ihn natürlich nicht dazu zwingen. Ich weiß, dass er im Krankenhaus optimal versorgt wäre, aber ich habe ihm versprochen, ihn nach der Untersuchung wieder mitzunehmen. Arno ist ein Sturkopf. Aber es wird der Tag kommen, an dem er nicht mehr für sich selbst entscheiden kann. Soweit ist es noch nicht. Ich weiß, aber wenn es so wäre und du wärst sein Vormund, rein theoretisch, was würdest du tun? Naja, wenn ich für ihn verantwortlich bin und ich weiß, seine Gesundheit steht auf dem Spiel, dann bin ich natürlich dafür, dass er im Krankenhaus bleibt. Auch wenn es ihm nicht gefällt.
Das Schloss gehört mir. Oh nein, denn ich bin der fieseste Drache von allen. An mir kommst du nicht vorbei. Hier kommst du auch nicht mehr raus. Das werden wir ja sehen. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ich habe Urwaldgeschrei gehört. Da dachte ich, das kann's ja nur du sein, Ansgar. Tanja, was gibt's denn? Reingelegt. Ich habe nur so getan, als wäre ich tot. Du hast mich ausgetrickst. Das hast du gut gemacht. Darf ich dich für den Rest des Nachmittags haben? Na, geh ruhig. Der Trick ist mir nämlich vorher noch eingefallen, als wir über den Drachen geredet haben, wie man an ihn herankommt. Man muss sich totstellen. Dann passt der Drache nicht mehr richtig auf. Das ist ziemlich raffiniert von dir, mein Kleiner. Ja, ich bin ein bisschen zu groß dafür. Den Drachenkrieger, den schenke ich dir. Du glaubst gar nicht, wie gut ich den gebrauchen kann. Ja, und der ist so super bei Papa aufgehoben, weißt du. Der ist nie zu alt, um sich lächerlich zu machen. Los geht's. Totstellen. Keine schlechte Idee. Charlie, rede noch mal mit ihm. Das wäre wirklich das Beste. Ja, ich würde es versuchen, aber wenn er nicht will, kann ich nichts machen. Natürlich wird er auf dich hören. Du bist seine beste Freundin. Er ist weg. Du hast es versprochen.